Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts WhatsApp. Heute dreht sich alles um eine zentrale Frage, und zwar, wie Transformation in einem Tempo gelingt, das auch beherrschbar bleibt, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Über dieses Spannungsfeld aus Innovationsdruck und Überlebenssicherung diskutieren FIS-Geschäftsführer Dirk Schneider und Michael Benirschka, Geschäftsleitung der Business Unit FIS Transformation und Cloud ERP. Das tun sie aber nicht allein, sondern mit einem prominenten Gastmoderator. Helge Sanden ist Trendscout und seit über 20 Jahren als SAP Community Insider bekannt. Er moderiert aber nicht nur unsere heutige Podcast-Folge, sondern auch unsere große Veranstaltung im Mai, die FIS Insight 2026 in Darmstadt. Schön, dass ihr drei heute im Podcast zu Gast seid. Hallo. Hi. Hallo. Jetzt möchte ich aber keine Zeit verlieren und gebe direkt an dich ab, Helge. Vielen Dank. Das ist ganz toll. Ich freue mich sehr über die Einladung zu eurem Podcast und hier mal natürlich Co-Gastgeber sozusagen zu sein für Dirk und für Michael. Wir haben uns ja da ein sehr spannendes Thema ausgesucht, denn die Spannungsfelder für mittelständische Unternehmen sind aktuell ziemlich hoch. Volatile geopolitische Rahmenbedingungen liefern da täglich neue große Herausforderungen. Dazu kommt noch die technologische Innovation, die da überall stattfindet. Das entwickelt sich alles mit rasanter Geschwindigkeit. Ich sage da nur ein paar Stichworte: Cloud, KI, Security-Anforderungen. Man hat so das Gefühl, alles verändert sich und viele Organisationen fühlen sich davon bestimmt auch überfordert und können mit diesem Tempo der Veränderung da kaum noch mithalten. Sie brauchen Hilfe, um zu bewerten, welche SAP-Stellschrauben Sie verändern sollten und wo Sie die schnellsten betriebswirtschaftlichen Mehrwerte für Ihr Business auch erreichen können, Schritt für Schritt in der für Sie passenden Geschwindigkeit. Da haben wir jetzt auch den DSAG-Investitionsreport ja in der letzten Woche veröffentlicht bekommen und da sind zwei SAP-Investitionsentscheidungen ganz klar vorne mit jeweils 80%. Erstens so die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in SAP-Software wird da in Frage gestellt und hat hohe Priorität. Und zweitens natürlich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dirk, da würde ich gerne mal gleich die erste Frage an dich stellen. Wie finden denn CIOs da so die richtigen Prioritäten, um schnell positive, auch EBIT-wirksame Auswirkungen zu spüren? Ja, in der Frage kann man genau sehen, was für ein Unterschied das zwischen heute und früher war, wenn Top-Entscheider sich für oder gegen IT-Projekte entschieden haben. Also früher kann man sagen, und das früher ist ja bei uns in der IT immer so ein bisschen relativ, also ich würde mal sagen, noch so vor 1, 2 Jahren, da waren es schon eher die großen, bahnbrechenden und sehr spürbaren Projekte, die man dort angegangen ist. Und heute aus den genannten Gründen, aus den von dir genannten Gründen, Helge, ist es natürlich tatsächlich so, dass wir auch feststellen, dass eher kleinteiliger vorgegangen wird, wenn es um die Auswahl von IT-Projekten geht. Und geht immer einher mit einer TCO, einer ROI-Betrachtung. Das ist auf jeden Fall so und das ist ja auch richtig. Und was heißt jetzt kleinteiliger? Ja, wir im SAP-Umfeld gilt das Gleiche wie für alle IT-Projekte auch. Im ersten Step guckt man sich an, was die Organisation nach vorne bringen kann. Und das sind ganz klassische Digitalisierungsthemen, die man sich zuerst vornimmt. Aber eben im Unterschied zu früher eher kleinteiliger. Und das sind so Sachen wie, ja, wir wollen Medienbrüche aufräumen bei uns in der Firma, wir wollen End-to-End-Prozesse haben. So auf dem Level fängt man in der Regel an. Und dann geht es schon Richtung Automatisierung. Was kann man denn tatsächlich an wertschöpfenden Unternehmensprozessen automatisieren, um einfach schneller zu sein? Geschwindigkeit ist ein doch wichtiger KPI heute in Richtung Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden und für die Unternehmen. Und dann kommen auch die Themen Transparenz schaffen dazu und so weiter. Und diesen Dreiklang, möchte ich mal sagen, Digitalisierung, Automatisierung, aber auch Transparenz schaffen, das ist heute etwas, was man nicht mehr als Big Bang macht, sondern wenn man über ein IT-Projekt entscheidet, sondern man nimmt sich die Dinge schrittweise vor. Und die Wirtschaftlichkeit, die entsteht am Ende, wenn denn diese Projekte alle miteinander spielen. Und das geht über eine längere Zeit. Und die Summe aller dieser
Projekte, die trägt dann zur Wertschöpfung bei. Und das ist doch ein maßgeblicher Unterschied zwischen früher und heute, wo man doch dann tatsächlich auch in diesen etwas kleinschrittigeren Vorgehensweisen viel früher ein ROI sieht, den man dann wahrscheinlich am Ende des Tages auch dazu nutzt, ich sag mal, die nächsten IT-Projekte anzugehen. Und dafür, für diesen, vielleicht kann man es auch so ausdrücken, früher hat man eher gedacht, man macht es im Sprint, heute ist es ein Marathon und dazu muss man gut ausgestattet sein für so einen Marathon, gute Kondition haben, aber eben auch vom Equipment her gut ausgestattet sein, und Echtzeitdaten spielen da eine Rolle, all diese Themen, Plattformgedanke spielt eine Rolle. Und ja, da würde ich sagen, ist das so heute eher eine Entscheidungsgrundlage als noch früher, wo man wahrscheinlich auch der Technik willen mal ein IT-Projekt gemacht hat, weil es halt funktioniert hat und weil man es kann. Und heute doch wirklich sinnvollerweise hinterfragt wird, was bringt es einem? Also so würde ich es mal zusammenfassen. Super, ich denke, da ist ja auch die Frage drin, wo ist der größte Hebel, ne? Also viele Unternehmen haben ja auch die letzten 50 Jahre schon eine ganze Menge digitalisiert und automatisiert und einfach eben dort schon ihren Weg gefunden, aber haben immer noch so ein paar weiße Flecken. Und an die wird dann eben eher rangegangen, ne? Und gesagt, Ja. hey, da haben wir einen Hebel drin, um die Automatisierung von 20 auf 80% zu heben und nicht von 95 auf 97%. Das bringt halt nicht so viel, ne? Oder? Wie seht ihr Genau. das? Mhm. Ja. Ja, dann haben wir natürlich auch diese Frage S/4HANA-Transformation. Ne? Das ist dann ja eher, ich sag mal, auch eine Basisaufgabe, die da für viele ansteht, weil es einfach ein Projekt ist, was auch in einem gewissen Zeitrahmen dann gemacht werden muss, wo man aber natürlich auch schauen muss, wie rechnet sich da die Investition in die S/4HANA-Transformation. Da haben wir ja auch so ein paar Zahlen. Wo stehen denn die Kunden bei der S/4HANA-Transformation? Rund jedes siebte Unternehmen nutzt nur noch S/4HANA mittlerweile. Also so irgendwie an die 16, 18%. Die haben die Umstellung vollständig abgeschlossen, ne? Jedes siebte Unternehmen. Jedes fünfte Unternehmen hat so bereits Teile der Landschaft umgestellt. Das sind ja zum Teil auch sehr große Landschaften, wissen wir ja auch, mit ein paar hundert SAP-Systemen. Die stellt man nicht innerhalb von ein, zwei, 3 Jahren um, sondern es dauert eben länger. Und die Hälfte hat mit der Umstellung begonnen oder bereitet sie vor aktuell, und 10% sind noch so ein bisschen in Lauerstellung. Das sind so die aktuellen Zahlen aus der Community. Und dann ist noch die Frage, wie gehe ich denn darüber? Da werden ja im Prinzip so hauptsächlich drei Strategien verfolgt. Also rund 25% entscheiden sich für Greenfield, um da ihre Landschaften auch mal aufzuräumen, Best Practices und SAP-Innovationen dann aus der Cloud sehr schnell nutzen zu können, die Voraussetzungen zu schaffen, dort im Prinzip auch mit der SAP-Strategie zu gehen. Und rund die Hälfte, so 40, 45% wählen eher Brownfield als den Weg, wo man wenig Risiko geht und dann mit stabilen Prozessen und hohem Customizing, wie das ja in der Vergangenheit so war, das System erstmal eigentlich weitestgehend so laufen lässt, wie es gelaufen ist, nur ein technisches Upgrade sozusagen macht, und dann 30% wählen selektive Ansätze, so Mischformen, die oft für größere, komplexere Organisationen oft die passendsten sind. Ne, Michael, wir stehen da jetzt, glaube ich, so an einem historischen Wendepunkt. Rund die Hälfte nutzt irgendwie schon so ein S4-System, und damit ist der Umstieg dann für die auch zum Teil vom Tisch zumindest. Was sind denn so aus deiner Sicht die Hauptaufgaben nach dem S4-Umstieg? Ja, ich finde, du hast ja schon einige Sachen sehr treffend gesagt und Dirk hat ja auch schon vieles hervorgehoben. Und ich glaube, ein Thema, was wir und da würde ich noch mal kurz drauf abheben wollen, was wir schon sehen, ist, dass viele Unternehmen das immer noch als IT-Projekt sehen. Ja, so wie das früher war, ne, was wir gerade schon thematisiert hatten. Das ist jetzt halt mal, mein ERP-Upgrade-Projekt und ich tausche mal die technische Plattform und dann habe ich erst mal wieder eine Zeit lang Ruhe. Und jetzt ist das ja so, Helge, wie du eingangs sagtest, ne, dass wir mittlerweile, sei es aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, sei es aufgrund der extremen Geschwindigkeit, mit der neue Technologien gerade das revolutionieren, was möglich ist, was machbar ist,
nach vorne bringen, dass wir viel mehr darüber reden müssen, wie schaffen Unternehmen es, sich auf ihr Kerngeschäft ein Stück weit zu fokussieren. Und das ist nicht das Betreiben eines ERP-Systems. Ja, das ist, die IT-Plattform ist nur der Enabler dafür. Und wenn man das in diesem Kontext sich so ein Stück weit betrachtet, dann kommt man relativ schnell dahin, dass man eigentlich sagt, naja, im Grunde hört das auch nach einem S4-Transformationsprojekt nicht auf. Ja, ich habe jetzt quasi die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass ich mir wirklich Gedanken darüber machen kann, wie kann ich denn jetzt die echten Mehrwerte daraus ziehen, die mir jetzt die neue Plattform ermöglicht. Und da muss ich natürlich immer den Mehrwert erstmal für die eigenen Kunden in den Mittelpunkt stellen und natürlich auch die Mehrwerte fürs eigene Unternehmen. Und ich sehe da tatsächlich 3 Kernthemen, die man natürlich je nach sage ich mal, Größe eines Unternehmens und auch je nach gewähltem Ansatz, du hast die 3 ja eben schon dargestellt, aufgreifen muss. Und die Unternehmen, die die Chance hatten, und das passt natürlich nicht für alle, aber die die Chance hatten und Greenfield-Ansätze fahren konnten, haben natürlich jetzt aus dem Projekt heraus schon mal eine große Vereinfachung von den Prozessen. Und idealerweise hat man sich dann natürlich während des Projekts damit beschäftigt, was sind wirklich meine wertschöpfenden, was sind meine differenzierenden Prozesse für mich als Unternehmen. Die wird man entsprechend individualisiert abgebildet haben, aber den Rest habe ich standardisiert. Und das heißt, ich habe Komplexität abgebaut. Ja, ich habe Altlasten hinter mir gelassen. Ich habe individuelle Lösungen nur noch dort, wo ich sie wirklich benötige, um Mehrwerte für meine Kunden zu generieren. Und das ist, glaube ich, schon mal das erste ganz zentrale Thema, weil nur weil ich das jetzt einmal gemacht habe, sollte das nicht aufhören. Das heißt, diese Chance hieraus auch weiterhin zu schauen, sind meine Prozesse wirklich so effizient, so einfach wie möglich, sodass ich auch überhaupt in der Lage bin, auch auf zukünftige Änderungen schneller zu reagieren und die Chancen, die mir diese technische Plattform bietet, zu nutzen. Ja, das wäre für mich der erste ganz zentrale Schritt, ein wirklich gutes Process Management daraus basierend auch zu etablieren. Den zweiten Schritt, und der baut direkt darauf aus, ist natürlich die Chance, wenn ich so ein Projekt hinter mir habe, dass ich auch meine Daten idealerweise wirklich standardisiert und gesäubert habe und auf einer sehr guten Datenbasis aufsetzen kann, um natürlich dann auch Automatisierungspotenziale zu heben. Ja, das sehen wir, das sind jetzt gerade so die ersten, ich sag mal, ein bisschen industrialisierten Hebel, wo Unternehmen jetzt auch in das Thema KI einsteigen, ist jetzt mal die Automatisierung beziehungsweise Nutzung auch von KI genau für diesen Zweck, um auch hier entsprechende Effizienzgewinne über die Prozesse hinaus heben zu können. Das kann ich nur, wenn die sauber standardisiert sind. So, und das verlangt aber auch, ich muss natürlich gucken, dass ich meine Mitarbeiter an dieser Stelle auch in die Lage versetze, die neuen Technologien zu nutzen. Das heißt, das Thema Daten und Automatisierung und KI sind einerseits schön, aber ich muss das natürlich verknüpfen, damit ich auch die vollen Potenziale aus so einem Projekt ziehen kann, dass die neuen Prozesse auch zum Leben gebracht werden und eben nicht wieder ein bunter Blumenstrauß an Individualisierung rundherum entstehen und jeder bastelt sich da so ein bisschen sein eigenes Stückchen Code. Ja? Das heißt, die Prozess-Governance ist auch absolut essentiell. Und die dritte Facette ist dann diese Chance aufzugreifen, Geschwindigkeit aufzunehmen, neue Technologien zu integrieren. Ja? In der, ich würde mal sagen, aktuellen Zeit wäre sicherlich das Thema Agentic AI das vielleicht spannendste Thema, was wirklich extrem große Potenziale aus unserer Perspektive bietet, wo wir ganz unterschiedliche Stände in den Unternehmen sind, wie damit umgegangen wird. Ja, die allermeisten sind hier schon mit Piloten und Prototypen unterwegs, aber wie fundamental das die Art und Weise, wie Unternehmen agieren, verändern wird, ja, was das für die Prozesse innerhalb von Unternehmen bedeutet, dass das zu einer wirklichen Industrialisierung kommt, ja, dass da auch die Möglichkeiten gehoben werden, das ist, glaube ich, noch ein Stück weit bei vielen entfernt. Und das wäre vielleicht so die dritte Dimension, dass man wirklich auch sagt, man nutzt diese Chance, nicht nur neue Technologie zu haben, sondern wirklich sie auch als integralen Bestandteil der Wertschöpfung zu sehen. Ja, wie gesagt, um Mehrwert für Kunden zu generieren. Und deswegen sehe ich eine Transformation auf S4 jetzt nicht als IT-Projekt, sondern als Grundlage, um tatsächlich Unternehmen produktiver und resilienter zu machen in der heutigen Zeit.
Super, Michael. Also ich nehme mal ein Statement mit, da geht es eigentlich erst richtig los nach dem S/4HANA-Umstieg. Insbesondere dann, wenn man eben auch eine Brownfield-Migration gemacht hat, dann hat man nochmal deutlich mehr Aufgaben, als wenn man jetzt mit Greenfield gestartet ist. Ne? Trotzdem fragt sich der Mittelstand dann, glaube ich, ganz oft, wie soll ich denn das alles schaffen? Ich habe doch gar nicht so ein großes Team. Ich habe sowieso im Tagesgeschäft so viel zu tun. Dann haben wir noch das ganze Thema, wie machen wir denn das jetzt mit unserer Logistik? Da gibt es ja wieder mal irgendwie leichte Schwierigkeiten, die Ölpreise steigen, all das, die Zölle kommen heute oder morgen oder auch wieder nicht. Wie mache ich denn das alles? Wie erreicht man hier so eine Priorisierung und schrittweise Abarbeitung der Aufgaben neben dem vielfältigen und kräftezehrenden Tagesgeschäft? Ich würde da vielleicht auch noch mal einsteigen und ich zitiere mal hier Dirk, der sehr, sehr gerne sagt, Fokus. Ja, Fokus ist eines, glaube ich, der ganz zentralen Argumente, weil, na klar, genau wie du sagst, also die Versuchung ist natürlich groß, alles gleichzeitig zu machen. Ja, ich modernisiere erstmal meine technische Plattform, ich bringe Teile davon in die Cloud, vielleicht auch schon alles, ich automatisiere, wo ich nur kann, ich sortiere meine Daten, ich setze eine Truppe auf das Thema künstliche Intelligenz an, die sich damit rauf und runter beschäftigen sollen. Und das mache ich alles und Achtung, parallel. Ja. Und parallel nicht nur in dem Sinne, dass das alles Projekte sind, die gleichzeitig laufen, sondern dass auch ganz oft dann diese Projekte so ein bisschen in kleinen Silos einherlaufen und man gar nicht die Potenziale heben kann, wenn man das gemeinsam macht. Und das setzt eigentlich genau auf dem auf, was wir eben schon mal ein bisschen diskutiert haben. Ja. Das Thema mit der Transformation, das hört nicht mehr auf, das ist ein permanenter Zustand. Ja. Und ich muss entsprechend priorisieren, wo habe ich denn vielleicht mal als erstes den Prozesse mit einem wirklich hohen wirtschaftlichen Hebel. Damit muss ich anfangen. Was sind die Prozesse, mit denen ich echte Mehrwerte für meine Kunden erzielen kann? Was sind die differenzierenden Prozesse für mein Unternehmen? Und wo in diesen Prozessen kann ich Durchlaufzeiten verbessern oder die Effizienz heben? So, das ist vielleicht die allererste Frage, dass ich mir das bewusst mache. Und wenn wir das, wie gerade eben schon so ein bisschen dargestellt, wir aus dem Transformationsprojekt ein Process Management Office hochgezogen haben und sich damit intensiv beschäftigt wird, dann komme ich da auch relativ schnell hin, genau das zu wissen und an diesen Stellschrauben drehen zu können. Das Zweite ist, wenn wir jetzt diese verschiedenen Technologien haben, ja, die mehrere Themen gleichzeitig ermöglichen. Ja, also Beispiel wäre jetzt eine moderne Datenarchitektur. Ne? Darauf basierend habe ich vielleicht einfach in Summe ein besseres Customer Management, ich kann besser Trends aufgreifen, ich kann mein Marketing spezifischer machen, ich kann aber natürlich auch künstliche Intelligenz besser nutzen und so weiter. Ja, und diese Themen sich anzugucken, die wirklich Technologien, die breit streuen, die in vielen Bereichen Mehrwerte liefern können und sich dessen auch bewusst zu machen und sehr bewusst zu entscheiden, hier alle Chancen auch zu heben, die man daraus drauf kriegen kann. Und das Dritte ist so banal wie bekannt, das sind die Quick Wins. Ja, das ist wichtig für die Akzeptanz. Ja, man führt was Neues ein und die Dinge, die schnell wirksam werden, die schnell sichtbar sind, die greifbar sind, die erleichtern es dann natürlich auch immer, dass sowas auch im Unternehmen wirklich sich durchsetzen kann, dass man die Mehrwerte darstellen kann, dass Akzeptanz entsteht und dass man natürlich auch, und Dirk hat es schon gesagt, wir reden von Geschwindigkeit, ja, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen, weil das hört ja auch nicht mehr auf. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dieses Mindset, was es dafür braucht, ja, dass das im Unternehmen um sich greift. Und das wären so meine 3 Kernthemen an der Stelle. Kann ich vielleicht noch ergänzen, Michael? Ich glaube, da hast du die absolut wichtigsten Punkte rausgehoben für die Priorisierung eines typischen Mittelständlers, wozu ich uns selbst übrigens auch zähle. Wir sind ja auch mittendrin in unserer eigenen Transformation und wir sind Dienstleistungsunternehmen und am Ende des Tages stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt. Also Geschwindigkeit ist das eine und ich werde ja nicht müde, aber nicht um der selbst willen. Das ist wie genau auch das Thema Technologie. Das ist zwar alles super und wir dürfen auch gerne Dinge ausprobieren,
aber jede Form von Digitalisierung, und das ist eine uralte Weisheit, die ist nicht von mir, sollte immer im Sinne des Kundenerfolges stehen. Also wo nützt es denn? Also, und da bin ich wieder bei dir, Helge, ne? Also wo sind die Wertschöpfungen? Ich meine, wenn wir alle unsere Kunden zufrieden und glücklich machen, dann verdienen wir auch alle mehr Geld. Das ist logisch und einfach. Und von daher sollte Digitalisierung und am Ende auch die richtige Priorisierung einem S4HANA-Projekt immer dem folgen. Also was mache ich denn, damit mein Markterfolg abgesichert oder am besten Fall sogar ausgebaut wird? Und da muss ganz klar die Priorisierung liegen. Logistik hast du schon gesagt als Stichpunkt. Ich glaube, da ist allgemein, würde ich mal so sagen, noch unglaublich viel Potenzial, was da die Bewegung von Material anbelangt, was man da mit Automatisierung, Digitalisierung heben kann. Aber immer im Sinne des Kunden. Das würde ich vielleicht mal noch so als Ergänzung loswerden. Super. Also, wenn wir da nochmal ein bisschen aus der Hubschrauberperspektive draufschauen, dann sind ja die Veränderungen in den Organisationen zum Teil recht groß. Also zum Beispiel in der IT, wenn man dann jetzt plötzlich hybride Cloud- On-Prem-Lösungen betreiben muss oder auch im Business, wenn man dann an die Prozessoptimierung und die Automatisierung geht oder wenn man gar KI einsetzen will an der einen oder anderen Stelle, sich mit neuen Technologien auseinandersetzt. Jetzt habe ich auch gelernt, irgendwie die Veränderungsfähigkeit ist eine der Kernkompetenzen von Unternehmen. Wenn ich wirtschaftlich am Markt existieren will, dann muss ich mich sehr stark verändern können. Dirk, dann Frage an dich so, welchen Anteil hat denn der Mensch und das Change Management an diesen Veränderungen? Was nimmst du da wahr? Ich glaube, da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Theorie, was man so lesen kann und was man so hört und was einem vielleicht auch irgendwelche Berater erzählen und der Realität. Also wir machen ja seit über 30 Jahren SAP-Projekte und wir stellen immer wieder fest, dass das Thema Change oder das aktive Steuern, Managen von Change immer zu kurz kommt. Also gerade bei uns im Mittelstand, wo zugegebenermaßen die Organisationen auch darauf nicht die Priorität gelegt haben im Organisationsaufbau. Es gibt nun mal keinen, der dezidiert jetzt den ganzen Tag in Anführungszeichen Anforderungsmanagement von irgendwelchen Business Units macht. Aber das ist wieder so dieses Henne-Ei-Problem. Also wenn wir kein aktives Steuern haben von Transformation oder von Change, dann nützt halt die beste Technologie auch nichts. Also das ist das muss in Hand gehen und man muss ganz klar auch Ziele definieren, wo wollen wir denn hin? Und also mit dem eigenen Unternehmen. Und insofern erleben wir schon ganz oft, dass Change Management so eine der ersten Streichpositionen ist, so im Projektmanagement. Das muss man sagen. Und das meine ich vollkommen wertfrei. Ich kann das auch nachvollziehen, dass mittelständische Unternehmen da jetzt, ja, ich sag mal, die Kosten noch etwas scheuen. Aber immer dann, wenn der technologische Wandel so rasant an Geschwindigkeit zunimmt, wie heute, und das hört nicht auf, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, dann wird es zur Notwendigkeit. Und dann wird es auch ein wertschöpfendes Element für ein Unternehmen, wenn man Menschen hat, die dezidiert dafür verantwortlich sind, die Organisationsentwicklung nach vorne zu bringen. Und das Ganze natürlich mit IT-Unterstützung, ohne das geht es nicht. Aber ja, so würde ich's mal zusammenfassen. Und am Ende des Tages hat es auch was mit richtig viel Mut zu tun. Also Mittelstandsunternehmen, zumindest in Deutschland, sind ja oft sehr traditionell, sind familiengeführt. Es gibt es schon seit vielen Jahren, manche über 100 Jahre. Und wenn dann ein Generationswechsel vollzogen wird, dann kommt es definitiv auf Mut an. Es sind viele langjährige Beziehungen innerhalb des Unternehmens, vielleicht sogar Abhängigkeiten und dort diesen Kulturwandel anzustoßen. Sagen, ja, wir wollen unseren Laden jetzt modernisieren. Und zwar, weil wir es vielleicht auch ein Stück weit müssen. Ja, also da muss man genau aufpassen, dass man nicht in den Handlungsdruck gerät, sondern dass man es dann macht, wenn man es kann. Also Handlungsfreiheit hat. Und dazu muss sich so eine Unternehmung vom Top-Management an Beginn wirklich drauf committen, dass wir das wollen.
Und der Micha, du hast ja schon gesagt, IT ist dann so ein Vehikel, ja, aber es ist gar nicht so das Maßgebliche, sondern die Entscheidung muss getroffen werden, ja, wir wollen unseren Laden transformieren, wir wollen ihn nach vorne bringen, markt- und kundenorientiert aufstellen, in die Zukunft bringen. Und das hat was nur mit Menschen zu tun. Und das ist so der Appell, den wir eigentlich auch in jedem Kickoff, muss ich sagen, in dem ich so dabei war, immer wieder mantramäßig sagen. Wir stellen beides fest. Also es gibt durchaus viele Unternehmen, die das schon tun und erkannt haben, aber es gibt auch noch ganz schön viele, wo man so denkt, der Dienstleister wird es schon richten oder die Software macht es dann ganz von alleine. Dem ist leider nicht so, sondern das Thema Change obliegt natürlich dem Kunden in seiner Organisation. Wir können dabei nur unterstützen. Und damit, ja, es menschelt halt auch mal. Und es ist bestimmt auch anstrengend, so ein Projekt zu machen, so ein Organisationsentwicklungsprojekt, aber es hilft nichts. Also wenn die Unternehmen sich weiterentwickeln wollen, ist es angezeigt, dass man das tut. Ich würde da vielleicht noch ein, zwei Sachen noch mal drauf aufbauen wollen, weil das ist tatsächlich eine Facette und ich meine, das kennt ja auch jeder, ja? Und, das ist so verrückt, das ist einerseits ist das ein sehr großes Problem und andererseits ist das genau das Richtige zu sagen, Change Management muss eigentlich jeder mitmachen. Ja, deswegen streicht man das durch. Weil das ist in dem Sinne nicht gut, wenn das noch nicht in der Kultur eines Unternehmens tatsächlich angekommen ist. Ja, was Change Management heißt, was das für kulturelle Aspekte, ne? Da können wir jetzt viel über Fehlerkultur oder Lernkultur oder was auch immer alles reden, ja? Aber wenn die Stellschrauben noch nicht etabliert sind, wenn das Selbstverständnis noch gar nicht da ist, dann reicht das halt nicht aus zu sagen, Change Management macht einfach mal hier jeder im Projektteam mit, ja? Umgekehrt, wenn ich aus so einem großen Transformationsprojekt heraus die Chance nutze, ja wirklich nicht nur das als IT-Projekt, sondern als Organisationstransformationsprojekt zu sehen, dann habe ich natürlich eine riesengroßen Hebel, hier wirklich alle im Unternehmen in das Thema Change Management mitzunehmen und dieses Bewusstsein zu schaffen, ja, damit ich eben nicht in solchen Sachen wie dem klassischen Innovators Dilemma lande, ja, sondern wirklich mehr kontinuierlich über das Thema Verbesserung und was könnten wir dann im Sinne unserer Kunden besser machen. Und wenn das führende Kriterium für alle Rollen im Unternehmen ist, Mehrwerte für die eigenen Kunden zu schaffen, ja, dann ist, glaube ich, sehr, sehr viel an Akzeptanz, dass man Dinge mal anders macht als bisher, weil sich die Bedarfe von Kunden in der heutigen Zeit nun mal geändert haben und irgendwie gefühlt auch immer schneller wieder weiter verändern, ja, dann ist diese Akzeptanz dafür, glaube ich, eine ganz andere. Ja? Und tatsächlich sehen wir schon in den S4-Transformationsprojekten eine große Chance, genau das auch zu etablieren. Und umgekehrt kann man genauso sagen, wenn das Unternehmen nicht gelingt, weil das zu wenig betrachtet wird, weil die Kommunikation nicht sauber aufgestellt ist, weil man zu viel auf die Schultern einzelner Key-User lädt, ne? Die machen das dann schon als Multiplikatoren, ja, dass man diese Rollen komplett überfrachtet in der Erwartungshaltung, was die bewegen können, wenn das nicht wirklich durch alle Schichten auch von Top-Management runtergebrochen, vorgelebt wird und immer wieder betont wird, ja, was wirklich das führende Kriterium sein muss an der Stelle, warum man das tut, ja, dann sind das auch meist die Projekte, die scheitern, weil die Akzeptanz bei den Mitarbeitern nicht stattfindet. Ja. Und deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht als wichtig genug in der heutigen Zeit betonen, denn wir reden ja davon, dass auch jeder einzelne Mitarbeiter eine gewisse Resilienz, nicht nur das Unternehmen, jeder einzelne Mitarbeitende muss eine Resilienz entwickeln, um mit dieser permanenten Veränderung umgehen zu können. Und das heißt tatsächlich, wird Change Management eine Kernkompetenz für erfolgreiche Unternehmen. Super. Also, ja, ich habe da ja auch schon so an die 300 Erfahrungsberichte von äh, Transformationsverantwortlichen gehört, weil ich sie moderiert habe zum Thema S4. Und da gibt es auch ein paar richtig coole Beispiele, ne? Also wie jetzt die Transformation genutzt wurde, um tatsächlich das, was ihr auch gesagt habt, die Kultur im Unternehmen zu verändern, nämlich genau das von der Change Management Seite aus zu treiben,
das von der Veränderungsseite aus zu treiben und zu sagen, wir müssen weg von den Silos, wir müssen weg von dem Kästchendenken, wir legen Ende-zu-Ende Prozessverantwortung in Hände von Teams, die dann auch erfolgreich miteinander arbeiten, und dann ist die Software im Prinzip das Beiwerk. Ne? Also das SV-Projekt war sozusagen dann der Auslöser für eine solche Veränderung, die sehr erfolgreich zur Veränderungskultur dann und zur neuen Unternehmenskultur eben auch beigetragen hat, wo die Mitarbeitenden dann auch sagen, hey, das macht jetzt richtig viel mehr Spaß und Sinn, so zu arbeiten, als das, was wir vorher gemacht haben, indem wir da in unserer Organisation gefangen waren. Ne? Also gutes Beispiel. Man muss halt sagen, Change Management hat vielleicht auch so ein bisschen den Nachteil, dass dieser Begriff auch so ähm, vielleicht nicht mehr ganz so schlagkräftig und spitz ist in den Unternehmen. Ne? Veränderungsmüdigkeit ist da so ein bisschen angesagt. Immer wieder eine neue Veränderung haben, und Change Management ist eben auch nicht das Auflegen von Händen und homöopathische Dosen von irgendwas zu verteilen, um mal eine Schulung zu machen, sondern es ist härteste Arbeit. Ne? Also ist Transformation, Führungsaufgabe, und da werden wir auch noch drauf eingehen dann bei unserer Veranstaltung dann in Darmstadt bei der FIS Insight. Da gibt es, glaube ich, viel Gesprächsstoff. Also nochmal so zusammenfassend von euch vielleicht die Abschlussempfehlungen für diese Podcast-Folge. Was sagt ihr denn so dem Publikum, den Zuhörenden, worauf unbedingt achten beim Thema Veränderung, steuern, managen, umsetzen, was tun, was nicht tun? Also die Grundvoraussetzung, wer hätte es gedacht, man braucht einen guten Plan. Also ich würde mal sagen, Plan ist wichtig, wenn es um größere Projekte geht, wie die Einführung von S/4HANA oder der Move in die Cloud. Wenn man das tut, dann ist es, die erste Erkenntnis ist, glaube ich, ganz wichtig, es ist kein reines IT-Projekt, und wir brauchen einen guten Plan. Und dieser Plan muss beinhalten, was das Ziel dieser Reise. Software einzuführen, damit man es gemacht hat, ist kein Ziel, sondern wo wollen wir als Firma hin mit der neuen Technologie. Das ist das ist der erste Punkt aus meiner Sicht. Micha, kannst du gleich gerne noch ergänzen. Und dann ist zweitens wichtig, dass man den Elefanten irgendwie zerlegt. IT-Projekte werden per se immer unterschätzt. Die dauern meistens länger, als man denkt, und sind aufwendiger und anstrengender, als man gedacht hat. Das heißt, in verdaubare Stücke zerlegen macht total Sinn, ein dezidiertes Projektmanagement zu haben als Punkt 3, der das Thema Organisation und Change Management beinhaltet. Also auch eine Roadmap zu haben, die mit Zielen und Leitplanken versehen ist. Wo wollen wir denn hin in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, ist maßgeblicher Erfolgsfaktor. Und am Ende des Tages, wenn man das dann alles methodisch und didaktisch alles ganz toll gemacht hat, dann ist der wichtigste Punkt mit Sicherheit Kommunikation. Und ich denke, Micha, oder? Das ist auch so gehört wahrscheinlich auch zu deinem Fazit so dazu, ne? Ja, absolut. Also ich, meine 3 Punkte, 2 davon hast du jetzt schon genannt. Aber tatsächlich, ich glaube, ganz wichtig ist Transformation zuallererst immer vom Business, vom wirtschaftlichen Nutzen her denken und nicht von der Technologie her. Wir müssen jetzt ein KI-Projekt machen. Ne? Das ist Quatsch. Dann das Thema Komplexität reduzieren. Ja, also den Elefanten zerlegen. Ja, also wirklich, aber auch zu sagen, nicht nur einmalig für ein Projekt, sondern kontinuierlich. Sich immer wieder bewusst machen, wo kann ich Vereinfachungen in Prozesse tragen und darüber die Produktivität erhöhen. Ja. Und das Dritte vielleicht, und das zahlt auf alles ein, Dirk, was du auch gerade schon gesagt hast, ist die Organisation eben auf permanente Veränderungen vorbereiten. Ja. Neue Technologien kommen immer schneller. Der Rest der Welt passiert auch ganz viel gleichzeitig. Ja, und da die Wettbewerbsfähigkeit muss ja im Mittelpunkt stehen von dem Handeln. Ja, und damit Unternehmen hier schnell Innovation aufnehmen können, in produktive Prozesse übersetzen können, müssen halt alle mitmachen. Und das wäre so mein Fazit. Ja, Kommunikation ist an der Stelle das absolut wichtigste Instrument, damit jeder und jeder auch weiß, welches kleine Rädchen im Uhrwerk man selber ist und wie man unterstützt, am Ende des Tages fantastische Produkte und Services für Kunden zu erzeugen.
Ja, vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Dirk. Ich freue mich schon sehr auf euer Event und besonders auf einen Punkt, nämlich Oliver Sova. Ich habe ihn heute erst kennengelernt, weil wir nämlich ein Vorgespräch hatten, auch zur FIS Insight. Und er hat da erzählt, dass er nach einem krachenden Scheitern einer ERP-Einführung, nebenbei gesagt, das war nicht mit FIS und nicht mit SAP, hat er vor vielen, vielen Jahren für sein Unternehmen die richtigen Schlüsse gezogen und hat da gesagt, es lag nicht an der Software, sondern es lag an uns selbst. Und dann hat er radikal das eigene Unternehmen transformiert, wie das passiert ist und was er jetzt davon hat. Das wird er unter anderem dann auch auf der FIS Insight 2026 uns berichten. Worauf kann man sich noch freuen, Dirk? Ja, also zunächst mal die FIS Insight 2026 findet am 12. und 13. Mai in Darmstadt statt und ist für unsere Kunden und Interessenten kostenfreie Veranstaltung, 1,5 Tage. Und die ist vollgepackt mit Themen rund um Digitalisierung im SAP-Kontext. So, da geht es natürlich auch um die Reise in die Cloud. Es geht darum, die Potenziale von AI und KI kennenzulernen. Es geht um ganz viel Praxis. Also nicht nur der Herr Sova von Beutelhauser wird berichten, sondern auch andere Kunden werden haben ihre Erfahrungen dabei und darüber berichten. Und ganz pragmatisch und ehrlich. Und darüber hinaus haben wir Kolleginnen und Kollegen von der SAP da, die uns Insights geben. Auch die SAP transformiert sich und werden ihre Roadmaps dabei haben, um uns vorzustellen, wo denn da die Reise so hingeht. Unsere eigenen Experten sind vor Ort, aber ich glaube, das Wichtigste ist als Programmpunkt, wenn man das so sagen kann, ist ganz viel Zeit für Netzwerken. Also wir haben viel Raum geschaffen im wahrsten Sinne des Wortes, damit man nicht eben von Vortrag zu Vortrag hetzt, sondern sich auch die Zeit hat und die Zeit nehmen kann, mal miteinander zu sprechen über das ein oder andere Thema. Das ist ganz wichtig. Und das kann man dann auch am Abend des ersten Tages in gemütlicher Atmosphäre machen. Dafür werden wir sorgen. Also ich persönlich freue mich ganz arg dolle, dass es wieder losgeht und auf die vielen Menschen, die da kommen werden. Und wir rechnen mit gut 200 Teilnehmern, also aus bunt gemischt. Da werden Kolleginnen und Kollegen von der Industrie da sein, aus dem Großhandel werden dabei sein, aus der Herstellerwelt. Also es wird ein abwechslungsreiches, lebendiges und sicher auch wertschöpfendes Programm sein. Cool, also vielen Dank, freuen wir uns alle drauf und ja, danke nochmal fürs Gespräch an euch, Dirk und Michael und dann gebe ich mit einem herzlichen Gruß zurück an Lisa. Ja, gern. Da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte mich auch nochmal bei euch für die spannende Diskussion bedanken und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die Themen noch weiter vertiefen möchten, dann, wie bereits angesprochen, ist die FIS Insight genau das Richtige. Den Link zur Anmeldung finden Sie entweder in den Shownotes oder Sie schauen einfach direkt auf unserer Website vorbei. Da finden Sie dann auch die Agenda. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei WhatsApp.